Hallo liebe Polo-Freunde, es geht in diesem Video mal wieder um das Thema Kettenpflege. Ich weiß, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, aber diesmal mit Geruch. Hallo liebe Polo-Freunde, ich möchte euch einen neuen Hersteller bei uns im Sortiment vorstellen, die Firma True Tension. Die kümmern sich rund um das Thema Kettenpflege, also sprich reinigen, ölen oder schmieren und natürlich das Thema Kettenspannung. So, ich möchte euch einen kurzen Einblick geben. Ich gehe auf die einzelnen Produkte gleich so ein bisschen mehr ein, gerade wenn es wie die Handhabung ist. Wie eine Handhabung von einem Kettenöl ist, das brauche ich euch nicht zu erklären. Die haben wir natürlich auch dabei, sprich, wir haben einmal das rundum Pflegeprodukt. Kettenreiniger, Kettenöl, Kettenwachs mit einer Besonderheit, nicht umsonst ist auf der Marke dieser Affe drauf, es riecht nach Banane. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich werde es gleich mal testen, aber warum soll nicht eine Kette auch mal lecker duften können, ist eine witzige Geschichte, ich finde es ganz spaßig. Dann haben wir rund um das Thema Kettenspannung, dann noch einen Laserpointer, um zu schauen, habe ich wirklich mein Hinterrad sauber, gerade zentriert, also sprich läuft die Kette auch wirklich bis zur Ausgangswelle sauber durch. Und ein Kettentrenn- und Nietwerkzeug, bin ich ein großer Fan von, durfte ich schon testen, für sehr kleines Geld. Und noch den Crimguard, den stelle ich euch jetzt als erstes vor, wofür dieses Produkt da ist. Und ja, dann schauen wir mal, was die Produkte so können. So, als erstes möchte ich euch vorstellen den Crimguard. Was ist das? Habe am Anfang auch so ein bisschen skeptisch geguckt, aber da geht es darum, dass wir einen Schutz jetzt gleich hier hintersetzen können mit einer kleinen Auffangwanne, wenn wir zum Beispiel die Kette reinigen oder auch einsprühen wollen, um das Hinterrad so ein bisschen zu schonen. Und gerade wenn wir reinigen mit einem Auffangbehälter unten drunter, damit wir auch nicht den Boden versauen, entweder, keine Ahnung, in der Einfahrt oder in der Garage oder was auch immer. Der muss einmalig zugeschnitten werden. Ich habe das jetzt im Vorfeld schon bereits gemacht. Hoppala. So, da gibt es verschiedene Durchmesser. Also das habe ich, wie gesagt, schon rausgeschnitten. Ihr müsst einmalig hier den Durchmesser, wo ihr es hinsetzen wollt, ausmessen. Nach den Linien abschneiden, oben wie unten. Wie gesagt, das habe ich schon alles vorbereitet. Und dann wird der zusammengesetzt mit einem Splint. Das mache ich noch schnell. Ist natürlich alles dabei. Sogar der Splint mal in zweifacher Ausführung, hat einer mitgedacht, finde ich immer gut. So, und dann ist der so klappbar, hat hier so eine kleine Nut drin, wo der dann einrastet. Das heißt, wir setzen den jetzt hier so drüber. Ich hatte das, wie gesagt, vorher schön ausgemessen, geguckt. Setzen wir den in diese Nut. So. Und dann, wie man sieht, hält das. Ich finde das Produkt gar nicht schlecht, gerade zum Kette reinigen. Finde ich das eine mega Geschichte. Wir können das direkt mal ausprobieren. Wir haben zwar jetzt eine neue Kette hier, die ist jetzt nicht wirklich dreckig, aber wenn ich jetzt hier läuft mir das hier unten schön in dieses unten rein. Man sollte, vielleicht stand sogar eine Anleitung, habe ich natürlich wieder vergessen, einen kleinen Lappen unten reinlegen, damit ihr das schon mal ein bisschen auffängt. Oder wenn ich Kette schmieren möchte, kann ich natürlich, gut, man sollte eh nicht hier hinten drauf halten, sondern eigentlich hier schön drauf halten. Aber wenn ich jetzt natürlich meine Kette schmiere, wie man weiß, immer von innen, läuft mir das nicht alles, spritzt mir nicht auf die Felge. Das riecht echt süß. Hier kommt echt was Banane an. Nicht schlecht. Spritzt mir nicht auf das Hinterrad drauf. Natürlich könnte ich auch eine Pappe machen dahinter, keine Frage, das machen ganz viele von euch. Hier geht es ja darum, was es mittlerweile gibt für Möglichkeiten. Und ich finde es von der Handhabung her gar nicht so schlecht. Und ich muss sagen, das riecht hier wirklich ganz, ganz süß. Ja, ach scheiß drauf. Aber es schmeckt. Haltet mich für bekloppt. Vielleicht ist das auch nur, weil es in der Nase ist, aber das hat wirklich einen Bananengeschmack. Gut, das ist der Crimguard. Ich will mich jetzt auch gar nicht lange aufhalten mit so einem Produkt, sondern euch noch mal die anderen Produkte noch mal zeigen. Irre.
Ich habe echt einen süßen Geschmack im Mund. Okay, also an True Tension, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal probiert habt oder nur gerochen. Es schmeckt echt süß. Als nächstes möchte ich euch vorstellen das Thema Kettenspannung, was ja auch ein wichtiges Thema ist. Und da stelle ich euch als erstes den Laserpointer vor. Um was geht's? Kettenspannung, wissen wir, ist wichtig. Aber ich kann die Kette spannen, fühlt sich super an. Aber wenn ich sie falsch zentriert habe, das Hinterrad, kann es sein, dass die Kettenspannung super ist, das Hinterrad aber so steht. Und das geht natürlich auf die ganzen Materialien. Sprich, die Ritzel, Kettenrad, Kette verschleißt schneller. Es geht gegebenenfalls sogar aufs Ausgangslager und natürlich auch auf die Radlager. Das heißt, das Hinterrad muss immer gerade zentriert sein, die Kette muss immer sauber laufen. So, und das kann ich mit diesem Laserpointer prüfen. So, und ich hoffe, die Kamera kann das jetzt einfangen. Natürlich habe ich das jetzt bewusst schon mal falsch gestellt. Und wenn wir uns jetzt hier diesen Punkt angucken, der sitzt jetzt genau, also ganz kurze Erklärung, wir setzen das mit dieser Klammer hier auf das Kettenrad drauf, wird das kurz fixiert und mehr nicht. Pointer an und jetzt sehen wir diesen Punkt, der ist jetzt genau in der Mitte. Der sollte natürlich, wenn die Kette sauber läuft, gerade wenn das Hinterrad sauber zentriert ist, sollte das bis vorne hin gerade laufen. Auch in der Mitte auskommen. So, und ich denke mal, wir kriegen es jetzt schon eingefangen in der Kamera, dass der immer weiter nach links. Und jetzt komme ich schon an die Außenlaschen. So, das heißt, wir sehen jetzt schon, wenn wir gucken hinten, die Außenlaschen, das Hinterrad ist nicht sauber zentriert. Vielleicht habe ich eine tolle Kettenspannung, aber das Hinterrad so gesehen steht so im Motorrad drin. Alles nicht gut. Also muss ich das jetzt einmal korrigieren. Einmal prüfen, Mitte. So, und das war's schon. So, das heißt, ich hatte den einfach wirklich nicht gerade drin. So, wenn wir mal gucken, wo wir jetzt hier stehen. Und wenn ihr den Punkt jetzt mal weiter verfolgt, auch der landet hinten an der gleichen Stelle. So, das heißt, das Hinterrad ist jetzt wirklich gerade drin, die Achse gespannt, Kette läuft sauber. Und wenn ich jetzt noch eine schöne Kettenspannung habe, dann ist alles perfekt. Und dann hält die Kette auch was länger. Ganz wichtig. So, als nächstes stelle ich euch noch ein Produkt vor, wie wir die Kettenspannung recht schnell geprüft kriegen. So, als nächstes Monkey, das Einstellwerkzeug für die Kettenspannung. So, ich habe die Kette jetzt schon mal ein bisschen gelöst, damit die schon mal schön durchhängt. Dann müsst ihr einmalig, ist aber eine schöne Beschreibung dabei, habt ihr auch direkt verstanden, hier unten eine Skalierung drauf, ihr müsst einmal die Laschen messen und dann steht hier genau drauf, wenn ihr angenommen ein Spiel, ich habe die Brille nicht an, sorry Leute, 25, also sagen wir so 30 bis 35 mm Spiel haben wollt, dann soll die Unterseite der Mutter ungefähr auf der 2 stehen. So, wir kriegen das jetzt nicht so ganz eingefangen. Wenn ihr so ein Ding mal in der Hand habt, versteht ihr, was ich meine. Diese Gummimutter dann bis Anschlag drehen, sodass wir jetzt hier eine Spannung haben. Aufdrehen, auf die Kette setzen und dann bis Anschlag, bis diese Gummimutter wieder unten an dem Körper anschlägt. So, klack. Ihr seht, jetzt haben wir diesen Bogen. Und der soll gleich ausreichen als Spiel, wenn ich den Rest, ihr seht, ist alles noch wabbelig, nachgespannt habe. Ich habe es noch nicht wirklich ausprobiert. Also, wir spannen die Kette. Ist fest. So, und jetzt aufdrehen. Abnehmen. Tatsächlich. Also wir sprechen hier von dem Spiel so von 30 mm bei einer 750, das ist eine 750 und das funktioniert wirklich. Also wenn man das einmal sauber eingestellt hat für euch, finde ich, ist das eine sehr, sehr schnelle Handhabung und ich brauche gar nicht immer wieder daran rumzuspielen. Natürlich können wir es auch oldschool machen, wir nehmen uns einen Zollstock und halten das da dran, das geht auch, aber finde ich ein schönes
Hilfswerkzeug. Finde ich gut. So, und als nächstes kommt noch das Thema Ketten trennen und nieten. Schön, weil ich hier gerade so eine schöne Niete sehe. Und das stelle ich euch als nächstes vor. So, das letzte Produkt aus der Sammlung ist das Kettentrenn- und Nietwerkzeug. Bin ich ein großer Freund von. Ich sollte es schon mal testen, habe schon mal getestet und habe da wirklich mit einer Kette vernietet und getrennt. Wir sprechen hier von 420 bis 530er Ketten, also sprich die gängigen Größen. Das normale Maß ist alles mit dabei. Ich finde das Produkt richtig gut, weil Preis-Leistung einfach wirklich mega ist. Und ich spreche mal ungern über Preise, aber wir liegen hier weit unter 50 Euro. Und ich denke mal, der ein oder andere, der mal nach einem Ketten- oder Trenn-Nietwerkzeug geschaut hat, der weiß, wo sonst die Preise liegen. Und hier sind verschiedene Dorne mit dabei für die verschiedenen Größen zum Austreiben. Und wie gesagt, zum Vernieten geht auch. Hohlnietschlösser kann man hiermit auch vernieten. Ich habe es ausprobiert. Ich finde es ein gutes Produkt. Eine vernünftige Beschreibung ist mit dabei in einem kleinen Köfferchen. Also, wenn bei euch jetzt nochmal demnächst ein Kettenkit ansteht und ihr braucht noch ein Ketten- und Trennen- oder Nietwerkzeug, dann schaut mal bei uns auf der Website nach. Oder wer jetzt einfach Spaß hat an so einem Produkt, mal so ein nettes Produkt, ein Kettenschmiermittel, wo das Motorrad auch mal nett und süß riecht oder die Garage oder was Neues zum Spannen. Oder wenn ich euch jetzt abgeholt habe mit dem Thema Laser, ach, meine Kette, habe ich nie darauf geachtet, wie gerade die ist. Und weil der Kameramann hat nämlich selber gesagt, das hätte man gar nicht gesehen, wie schief das hinten drin ist, wenn man das so mal kontrolliert. Das geht nur mit einem Laser. Also, das hat schon alles seine Berechtigung, das ganze Thema. Ich finde den Produkt mega, weil Preis-Leistung einfach wirklich klasse ist. Schaut mal auf der Website nach, was euch interessiert. Oder bei meinen Kollegen in den nächsten Stores, die haben die Produkte auch da. Und wer die Sachen ausprobiert oder vielleicht auch mal dran leckt und mich bestätigen kann, ob das wirklich süß ist oder ob das einfach nur meine Nase war, der schreibt bitte unten in den Kommentar rein und dann sehen wir uns im nächsten Video.